Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung 70 Jahre nach der Nakba. Nakba heißt arabisch die Katastrophe, nach der Vertreibung von 800.000 Palästinensern aus ihrer Heimat um das Jahr 1948, vor 70 Jahren. Ich bin Odilo Metzler, ich bin hier an der Universität Hohenheim, der katholische Hochschulseelsorger, und begrüße Sie alle im Namen der Ökumenischen Hochschulgemeinde, die die Veranstaltung heute mitveranstaltet. 70 Jahre nach der Nakba, was ist damals geschehen? Wie ist die Geschichte bis heute weitergegangen? Und was sind die Perspektiven? Das wird uns heute beschäftigen. Bis heute gibt es 5 Millionen von der UNO registrierte palästinensische Flüchtlinge, die zum Teil in den Flüchtlingslagern in Gaza, in der Westbank und in den Nachbarländern in Flüchtlingslagern zum Teil sind. Im Gazastreifen, der nach UNO-Angaben in 2 Jahren nicht mehr bewohnbar sein wird. Politische Lösungen sind verhindert worden in diesen 70 Jahren. Ein palästinensischer Staat, das Ende der völkerrechtswidrigen Besatzung und die Besiedlung palästinensischen Landes sind passiert. Ein palästinensischer Staat ist nicht entstanden. Heute versucht die israelische Regierung, diesen Konflikt aus den Medien zu bekommen, dass die Weltöffentlichkeit von dieser 70-jährigen Wunde wegschaut und dass die Palästinenser sozusagen unsichtbar werden. Wenn unbewaffnete Demonstranten im Gazastreifen angesichts des Nakba-Gedenkens von israelischen Scharfschützen erschossen werden, dann kommt der Konflikt wieder in unsere Medien für kurze Zeit. Wenn Veranstaltungen wie die heute Abend darauf aufmerksam machen, dann gibt es in unserem Land zum Teil Widerstände dagegen. Wir danken der Universität Hohenheim, dass wir diese Veranstaltung heute hier durchführen dürfen. Ich denke, es ist gut, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, und wir freuen uns, dass wir heute einen mutigen, streitbaren Referenten hier bei dieser Veranstaltung haben, Professor Ilan Pappé. Er ist ein international anerkannter, renommierter Historiker, einer der sogenannten neuen israelischen Historiker, die nach dem Ende der Geheimhaltungspflicht britische und israelische Dokumente akribisch ausgewertet hatten und worauf dann eine hitzige öffentliche Debatte sich innerhalb Israels entwickelt hatte. Sie fordern eine Umschreibung des israelischen Staatsgründungsmythos, wie er bis dahin in Israel im öffentlichen Diskurs verankert war. Sich der historischen Wahrheit zu stellen, ist für Professor Pappé Voraussetzung für eine gemeinsame Zukunft. Professor Pappé ist 1954 als Sohn deutscher Juden geboren, die in den 30er Jahren aus Deutschland fliehen mussten. Er studierte in Jerusalem, promovierte in Oxford, war Gründer und Leiter des israelischen Friedensforschungsinstituts und Bildungszentrums in Tivat Haviva und lehrte bis 2007 politische Wissenschaften an der Universität Haifa. Seit 2007 ist er an der Universität Exeter in Großbritannien und leitet dort seit 2009 das European Center for Palestine Studies in Exeter. Bücher von ihm, das können Sie hier am Büchertisch finden, auf den ich jetzt auch gerne hinweisen mag. Morgen ist Professor Pappé an der Universität Tübingen und wir freuen uns sehr, dass er heute Abend hier bei uns in Hohenheim ist. Ich danke unserem Mitveranstalter, dem Palästina-Komitee in Stuttgart, das die Veranstaltung heute mit ermöglicht hat und seit Jahren in Verbindung mit Professor Pappé steht. Wir werden eine Übersetzung haben. Wir haben einen Übersetzer, Herr Slaughter. Es gibt hier Videoaufnahmen, also Sie können die Veranstaltung dann auch auf YouTube finden, aber das heißt natürlich,
dass alle, die im Publikum sind, nicht auf den Videoaufnahmen drauf sind. Das möchte ich jetzt einfach darauf hinweisen. Und dann gebe ich Verena Raschab vom Palästina-Komitee noch die Möglichkeit, hier auch zur Einführung was zu sagen. Ich möchte mich auch nochmal bei der Ökumenischen Hochschulgemeinde bedanken und natürlich bei der Universität Hohenheim, die das hier möglich gemacht haben, die Veranstaltung. Ich wollte auch nochmal betonen, es braucht offensichtlich etwas Mut, solche Veranstaltungen mit Professor Pappé, mit israelischen Oppositionellen mitzutragen, da die israelische Regierung es nicht gerne sieht und hier auch im Vorfeld noch etwas mehr versucht hat zu intervenieren, als das ist also etwas weiter gegangen als diese etwas armseligen Graffitis, die man hier an der Wand am Eingang sieht. Dabei wäre es gerade wichtig, dass die Universitäten offen sind für Persönlichkeiten wie Ilan Pappé. Professor Pappé entstammt einer deutsch-jüdischen Familie. Sein Vater ist 1933/34 aus Deutschland geflohen. Er war Dozent an der Universität Leipzig und musste Deutschland verlassen, als die Nazis dann mit Terror und Druck die jüdischen Intellektuellen aus den Universitäten verdrängt haben. Ich finde es ganz besonders beschämend, wenn hier dann heute in Deutschland es Schwierigkeiten gibt, wenn solche Persönlichkeiten sprechen. Ich denke, Odilo Metzler hat schon wirklich stark darauf hingewiesen, dass die Nakba keine Angelegenheit für die Geschichtsbücher ist, dass sie weitergeht. Sie geht weiter in allen palästinensischen Gebieten, im Gazastreifen, wo die Mehrheit der Bevölkerung Flüchtlinge sind von 1948. Die Palästinenser in der Westbank wehren sich gegen die Enteignung ihrer elementaren Existenzgrundlagen, Wasser, Boden. Sie wehren sich gegen die Zerstückelung des Landes durch Sperranlagen und eine Apartheidmauer. Auch die Palästinenser innerhalb des Staates Israel, also die einen israelischen Pass haben, unterliegen schärfster Unterdrückung und Diskriminierung. Besonders gut kann man das derzeit verfolgen im Negev, wo ganze palästinensische Dörfer zerstört werden. Im Moment aktuell trifft es um Al-Hiran. Al-Hiran soll einer Siedlung exklusiv für jüdische Bewohner weichen. Der Widerstand gegen diese Verhältnisse der Unterdrückung ist so alt wie der Staat Israel selber. Er geht von den Palästinensern aus und er geht auch von kleineren jüdisch-israelischen Oppositionsgruppen aus. Es geht hier einfach um die Einlösung der Menschenrechte, um gleiche Rechte, um Demokratie. Die Ergebnisse der aktuellen Diskussion sind sehr spannend und sind sehr befruchtend. Und ich denke, sie zeigen Perspektiven auf, die uns auch ganz besonders hier interessieren sollten. Und ich freue mich, dass wir Ilan Pappé als wichtigen Vertreter dieser Oppositionsgruppen hier haben. Guten Abend, good evening. Everybody speaks Arabic. I hope someone do. I want to thank the Palestine Committee for inviting me, the university for hosting me, despite all the trouble I had to go through. It's a great pleasure for me because it's been a while since I was allowed to speak in a German university, so this is a historical moment. Erstmal natürlich hat er sich auch
Englisch und Deutsch und dann Arabisch ans Publikum begrüßt und dann sich besonders bei Palästina-Komitee Stuttgart für die Organisation dieser Veranstaltung gedankt und der Universität, die diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Denn es ist schon einige Zeit her, sagt er, dass ich in Deutschland an einer Uni sprechen konnte. Und es ist schon fast ein historischer Augenblick, dass ich jetzt wieder hier sprechen darf. I will try to quote a very short quote in German, so that I will be ready for your questions and comments after the talk, to get my German a little bit back. But I will immediately translate it to English, because I'm not sure that my accent will be good enough. Ich werde ja kurz auf Deutsch zitieren, aber ich werde es auch dann gleich auf Englisch wiedergeben, denn ich bin mir nicht sicher, ob mein Akzent gut genug ist, dass es wirklich verständlich ist. Und nachher können Sie Fragen stellen dazu. Yeah. This is a very short quote from a letter written by the nephew of Victor Klemperer, whom I know you've heard of. Victor's nephew, Walter, left Germany in the 1930s, and the first letter he wrote to his uncle, who stayed, as you know, underground during the Nazi time, the first letter he sent to him from Jerusalem was in 1946, and I would like to quote from that letter. Ja. Ich zitiere hier aus einem Brief, den der Neffe des Victor Klemperer, der Ihnen ein Begriff ist, der Neffe Walter, der aus Deutschland fliehen musste, sein erster Brief an seinen Onkel, der mehr oder weniger sozusagen im Untergrund in Deutschland geblieben war, 1946 aus Jerusalem an seinen Onkel gerichtet hat. Und da zitiere ich daraus. Du magst ja manches darüber in der Zeitung gelesen haben, aber du kannst dir nicht vorstellen, was unsere Nationalisten hier anrichten. Bin ich deshalb aus Hitler-Deutschland geflohen? You may have read something about it in the newspapers, but you can't begin to imagine what actions our nationalists, that is the Jews, are up to here. Is that why I fled Hitler's Germany? Seine Aussprache war ja sehr verständlich. What was it that Walter Klemperer, actually his name was different, family name, but that's not important. What was it that so troubled him that he wrote to his uncle, I doubt whether it was a good idea to run away from Nazi Germany to the Zionist community in Palestine? Was war es denn, das diesen Neffen von Victor Klemperer dazu gebracht hat, seinem Onkel zu schreiben, dass ich mich frage, ob es wirklich eine gute Idee war, aus Nazi-Deutschland zur zionistischen Gemeinde in Jerusalem zu fliehen? Because remember, he writes in 1946, not during the Nakba. Why 2 years before the Nakba, before really terrible crimes were committed against the Palestinian people, why already in 1946 he feels so bad about the actions and attitude of the Zionist community? Und vergessen Sie nicht, das hat er 46 geschrieben, also 2 Jahre vor der Nakba, also bevor diese eigentlichen wirklich schlimmen Sachen passiert sind. Was war es, das ihn so an die Einstellung der Zionisten dort erschreckt hat, dass er sich diese Frage stellen musste?
You have to remember, he came as a Jewish immigrant to Palestine, and therefore he spent all his time with the Jewish Zionist community. Ist ja als jüdischer Einwanderer nach Palästina gekommen und hat deswegen natürlich seine ganze Zeit bei der jüdischen zionistischen Gemeinde dort verbracht. And in 1946, this community was indoctrinated, prepared, well prepared for what would happen in 1948. 1946 war diese Gemeinde schon so indoktriniert und dann auch vorbereitet, sehr gut darauf vorbereitet, auf das, was 2 Jahre später passieren sollte. Already in 1946, it was clear that the leaders of the Zionist movement saw the ethnic cleansing of Palestine as the only way of creating a democratic Jewish state. Schon 1946 war es also offensichtlich, dass die Führer der zionistischen Bewegung die völkische Säuberung Palästinas als die einzige Möglichkeit gesehen haben, einen demokratischen jüdischen Staat zu errichten. The democratic state is very important because the Jews in 1946 were less than 1/3 of the population. Und das mit dem demokratischen Staat ist ja sehr wichtig, denn 1946 bildeten die Juden weniger als 1/3 der dortigen Bevölkerung. So if you had a real democracy in Palestine in 1946, it will not be a Jewish democracy. Also wenn es 1946 eine echte Demokratie in Palästina gegeben hätte, dann wäre es ja keine jüdische Demokratie gewesen. And for someone who came from a family that fought against fascism and Nazism and racism, the idea that you can talk at the same breath about democracy and getting rid of people was unacceptable. Und für jemanden, der aus einer Familie stammte, die gegen Faschismus und Nazismus und Rassismus gekämpft hatte, war es völlig unerträglich, dass man im gleichen Atemzug von Demokratie und dann von der Entledigung einer Volksgruppe reden konnte. Walter left, but most of the Jews, including the Jews who came from Germany, saw no problem, unfortunately, in this idea that you create a safe place for Jews, you build a democracy for Jews, but you get rid of the Arabs. Walter ist deswegen auch wieder fortgegangen, aber die meisten Juden, insbesondere auch die meisten Juden, die aus Deutschland gekommen sind, hatten da keine Schwierigkeiten damit, mit diesem Gedanken, dass man einen sicheren Ort für Juden schafft und eine Demokratie für Juden, aber die anderen Leute irgendwie wegbringt. Another German Jew who was in Jerusalem at the time, Martin Buber, wrote to the Zionist leaders that he is terrified by what he thinks they are going to do. Ein weiterer deutscher Jude, nämlich Martin Buber, hat damals an die Führer der Zionisten geschrieben, dass er entsetzt war über das, was er befürchtete, dass sie anrichten würden. And after they did what he was afraid that they're going to do, he was even more shocked, but he was not anymore a voice that mattered much in the politics of Zionism at that time. Und nachdem sie tatsächlich das gemacht hatten, wovor er sich gefürchtet hatte, war er noch mehr entsetzt, aber seine Stimme wog damals nicht mehr sehr viel in der
politischen und zionistischen Bewegung in Palästina. These quotes and similar quotes tell us that already at the time, and I haven't mentioned Palestinian quotes that are similar, that already at the time there were people who understood that the problem in Palestine is not going to be the policy of the Zionist movement in a given year, but the problem in Palestine is going to be the ideology of the Zionist project. Aus diesen Zitaten und aus anderen Zitaten aus der gleichen Zeit, und es gibt auch ähnliche Zitate von Palästinensern, die ich nicht zitiert habe, geht hervor, dass schon damals Leute gesehen haben, dass das Problem nicht die Politik der Zionisten in einem bestimmten Jahr sein würde, sondern ein grundsätzliches Problem der Ideologie des Zionismus. And this ideological position, or this ideology, is something that, for instance, the United Nations totally ignored when it took over from Britain the mandate of Palestine and suggested that it would solve the problem in Palestine. Und diese Ideologie haben die Vereinten Nationen völlig ignoriert, als sie das vorherige britische Mandat an sich genommen haben und gesagt haben, sie würden das Problem in Palästina lösen können. The United Nations suggested a peace plan that was based on the assumption that the Jewish state, for instance, can be a binational state. It suggested that the numbers of Jews and the number of Arabs in the Jewish state would be equal. It would be the same number. Die UNO hat ja einen Friedensplan vorgelegt, der davon ausging, dass der jüdische Staat ein binationaler Staat sein könnte und dass der Anteil der jüdischen und der palästinensischen Bevölkerung in diesem Staat ungefähr gleich sein könnte. They could not have known, and one can forgive them for this, that the Zionist leadership was not interested in the boundaries that the United Nations suggested, or the political outfit that they suggested. They were interested to get international legitimacy for the idea of a Jewish state, and this is what the partition plan that the United Nations suggested eventually gave them. I put the verb in the end of the sentence. German translation. You don't do it in English. Aber das war nur so ein Scherz über deutsche Sätze, die am Ende mit dem Verb kommen, was in Englisch nicht der Fall ist. Nein, er sagte, dass die UNO nicht gewusst hat, und das kann man dann schon verzeihen, dass sie das nicht gewusst haben, dass die Führung der Zionisten ja in Wirklichkeit gar kein Interesse an bestimmte Grenzen hatten oder an vorgeschlagenen politischen Struktur. Es ging ihnen einzig und allein darum, eine internationale Legitimität für ihren geplanten jüdischen Staat zu bekommen. Und das hat ihnen der Teilungsplan der UNO auch tatsächlich dann geliefert. The United Nations could also not understand that, or let me put it this way, I'll rephrase it. It means that even if the Palestinians would have accepted the United Nations petition plan, and one can fully understand why they did not accept the petition plan, but even if they would have had accepted the petition plan, the Zionist movement would have ignored the petition plan apart from the issue of the legitimacy of a Jewish state in Palestine. Ja. Und was sie ja auch nicht wissen konnte, war, selbst wenn damals die Palästinenser den Teilungsplan zugestimmt hatten, und es ist ja nur zu verständlich, dass sie das nicht getan haben,
Aber selbst wenn sie es getan hätten, hätte die zionistische Bewegung die ganzen Einzelheiten des Teilungsplans ignoriert. Es ging ihnen einzig und alleine um die internationale Legitimität für die zionistische Bewegung. And the international legitimacy arrived through the United Nations, and under its umbrella, half of Palestine's villages were destroyed, most of the towns were demolished, and half of the Palestinians became refugees. Ja. Und tatsächlich kam dann unter dem Schirm der UNO die gewünschte internationale Legitimität und darauf wurden die Hälfte aller Dörfer in Palästina zerstört und die meisten Städte in Palästina zerstört und die Hälfte der Bevölkerung wurde zu Flüchtlingen gemacht. And the naivete of the United Nations can be seen immediately after they realized that their peace plan became an umbrella for ethnic cleansing, when they immediately passed a new resolution that calls upon Israel to allow all the refugees to come back. Und die Naivität der UNO sieht man daran, dass nachdem sie erkannt haben, dass der Friedensplan nur zu dieser ethischen Säuberung geführt hatte, dass sie sofort eine neue Resolution angenommen haben, in dem Israel dazu aufgefordert wurde, den ganzen Flüchtlingen die Rückkehr zu erlauben. They failed to understand what a lot of Palestinians began to understand, and some of us understood many, many years later, that the Zionist movement is what we will call today a settler colonial movement. Sie haben also nicht verstanden, das, was einige der Palästinenser schon damals geahnt haben und was einige von uns viele Jahre später dann erkannt haben, dass die zionistische Bewegung das war, was wir heute eine siedlerkolonialistische Bewegung nennen würden. Settler colonialism was not new. It happened in North America, it happened in Australia, it happened in South Africa, and the main consequence of settler colonialism was the destruction of the native people. Der Siedlerkolonialismus war ja kein neues Phänomen. Das war schon in Nordamerika, in Australien und in Südafrika passiert. Und die hauptsächliche Folge dieses Siedlerkolonialismus war überall dann die Zerstörung der Kultur, der Einrichtung der eingeborenen Bevölkerung. In fact, the term genocide was coined in relation, for the first time, in relation to the genocide of the Native Americans by the white settlers. Und der Ausdruck Völkermord wurde ja zum ersten Mal geprägt als Bezeichnung für das, was die weißen Siedler den Ureinwohnern Nordamerikas, den Indianern, angetan haben. And the uniqueness of the Palestinian case study is that the settler colonial movement of Zionism, because of the historical moment in which it appeared, was unable to do to the Palestinians what the white settlers were able to do to the natives in America and in Australia. Das unterschiedlich, das andere an dem Fall Palästinas war, dass wegen des geschichtlichen Augenblicks, in dem das passierte, es den Siedlern nicht mehr möglich war, der eingeborenen Bevölkerung das zu tun, also die weißen Siedler der eingeborenen Bevölkerung
Bevölkerung Nordamerika und Australien angetan hatten. There were two other settler colonial movements who were not very successful. One in Algeria and one in South Africa. Es gab ja zwei andere siedlerkolonialistische Bewegungen, die nicht vollen Erfolg hatten, nämlich in Algerien und in Südafrika. And they will eventually be defeated. Und letzten Endes wurden diese ja geschlagen. It's a historical coincidence, but interesting, that at the same year that the Nakba occurred, South Africa apartheid regime was officially founded. Es ist nur Zufall, aber interessante historische Zufall, dass im gleichen Jahr, in der Nacht, die Nachbar passiert, dass in diesem gleichen Jahr offiziell das Apartheidsregime in Südafrika gegründet wurde. What we learn from this is that if a movement is a settler colonial movement and it does not succeed in getting rid of all the natives, the conflict continues. Und was wir daraus lernen können, ist, wenn es einer solchen siedlerkolonialistischen Bewegung nicht gelingt, die ganzen Eingeborenen loszuwerden, dann geht der Konflikt weiter, immer weiter. And this is what happened in the last 70 years. Despite the fact that the catastrophe was immense in 1948, as I said, half of the Palestinians lost their homeland. Nonetheless, a large number of Palestinians still remain in the West Bank, in the Gaza Strip, small number inside Israel, and the Palestinian refugees reignited the Palestinian National Liberation Movement in the refugee camp. So it was a very different relationship between the Jewish settlers and the native Palestinians. Und es war eben so, dass dort es den Siedlern nicht gelang, die ganze einheimische Bevölkerung loszuwerden, dass, obwohl die Nachbarn solche schlimmen Folgen hatten, obwohl die Hälfte der Bevölkerung vertrieben wurde, blieben immer noch eine beträchtliche Anzahl von Palästinensern im Westjordanland, im Gazastreifen und eine kleinere Zahl innerhalb Israels per se. Und die Vertriebenen, die Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern haben dann die palästinensische nationale Befreiungsbewegung wieder zum Leben erweckt. Settler communities do not deal only with the natives. They can create their own culture, they can have successes in high-tech, as you know, they can be a space for very wonderful things, but it is all conditioned on their perception of what to do with the natives. Solche Siedlergemeinschaften beschäftigen sich ja nicht nur mit den Eingeborenen. Sie können ja intern vieles Ruhe für sich erschaffen. Sie können, wie Sie alle wissen, ja große Erfolge in der Hightech haben. Sie können auch wunderbare kulturelle Sachen schaffen. Aber es ist alles unter der Voraussetzung, also die Bedingung ist, was man dann mit den Eingeborenen macht. A great human rights activist in Israel who unfortunately died recently, Chaim Hanegbi, used to say that Israel has three problems. The first problem is that there were Palestinians
The second problem is that there are Palestinians. And the third problem is that there will be Palestinians. Ein großer Menschenrechtsaktivist in Israel, der leider vor kurzem verstorben ist, Chaim Hanegbi. Hat mal gesagt, ja, für Israel gibt es 3 Hauptprobleme. Das erste Hauptproblem ist, dass es Palästinenser gegeben hat. Das zweite Problem ist, dass es Palästinenser gibt. Und das dritte Problem ist, dass es Palästinenser geben wird. And the problem is that the energies, the ideology, the state apparatus of Israel is focused on how to get rid of the Palestinians. And it's quite amazing that this attitude, that this ideology is accepted as morally legitimate, either here in Germany or anywhere else in the world. Und es ist ja so, die ganze Energie, die ganze Ideologie, der ganze Staatsapparat in Israel ist, der Zionisten ist darauf konzentriert, wie wird man die Palästinenser los. Und es ist ja wirklich erstaunlich und schlimm, dass das als moralisch legitim angesehen wird, hier in Deutschland oder irgendwo anders. And it's amazing that people can stop the moral campaign against Israel by telling people that if you accuse Israel of being a settler state, you are anti-Semite, you are self-hating Jew, you cannot talk about it in Germany because of the Holocaust. This is ridiculous. This is really pathetic that in this country, such a primitive argument can lead a rector in a university not to allow people like me to talk to you. Ja. Und es ist ja wirklich erbärmlich, dass man dann Leute, die darüber sprechen, mit diesem Ziel Kolonialismus dann als Judenfeinde oder als selbsthassende Juden oder als Leute, die darüber gar nicht sprechen dürfen, bezeichnet und es sogar und so, dass selbst der Rektor einer Universität dann Leute wie mich am Reden über dieses Thema hindert, aus solchen lächerlichen und erbärmlichen Gründen. Das ist ja eine Schande. The power of this idea that Israel is a settler state and that the Zionist movement is a settler colonial movement is that it really explains every important decision that Israel took vis-à-vis the Palestinians in the last 70 years. Die Stärke dieses Gedanken, dass Israel ein Siedlerstaat ist, dass die zionistische Bewegung eine siedlerkolonialistische Bewegung ist, dass sie ja jede Entscheidung, die Israel in den letzten 70 Jahren getroffen hat, erklärt. Whether it is the imposition of military rule on the Palestinians inside Israel between 48 to 67, whether it is a decision to occupy the West Bank and the Gaza Strip, whether it is the kind of regime that was imposed on the people of the Gaza Strip and the West Bank until Oslo, it even explains Oslo. Ja, es erklärt, warum zwischen 48 und 67 die Palästinenser innerhalb Israels unter Militärherrschaft gestellt wurden. Es erklärt, warum Israel den Westjordanland und Gazastreifen besetzt hat.
Es erklärt, warum sie dort unter jenen Herrschaftssituationen gestellt wurden. Es erklärt sogar den Osloer Friedensprozess. People say, how is it possible that life for Palestinians after the Oslo Accord is worse than it was before the Oslo Accord? Ja, Leute fragen, wieso ist es überhaupt möglich, dass nach der Osloer Vereinbarung das Leben der Palästinenser schlimmer ist als davor? Because from an Israeli perspective, Oslo is just another means to achieve the goal of the settler colonial movement of Zionism. Denn vom Standpunkt Israels ist es ganz einfach so, dass Oslo nur eine weitere Möglichkeit ist, die Ziele dieser siedlerkolonialistischen Bewegung zu erreichen. In 1993, it was clear that there are millions of Palestinians inside historical Palestine, and that Israel is in trouble if it wants to control these people. And they invented this brilliant idea that other Palestinians will control half of these Palestinians. Ja. 1993 hatten sie ja ein großes Problem. Da lebten ja Millionen von Palästinensern auf dem Gebiet, das sie unter Kontrolle hatten. Und da war für sie das schwierige Problem, wie sollen sie da diese ganzen Palästinenser beherrschen können. I'm not saying that the PLO did not have a different expectation from the Oslo Accord. They did. Also ich sage ja nicht, dass die PLO andere Erwartungen vom Oslo-Vereinbarung hat. Das war ja der Fall. Sie erwartete nicht, dass es dazu dienen sollte, dass die Palästinenser dann die Herrschaft über die Palästinenser im Westjordanland und Gazastreifen übernehmen sollten. But the balance of power was such that the Palestinian expectation from Oslo was not important. Aber das Kräfteverhältnis war so, dass das, was die Palästinenser von den Osloer Vereinbarungen erwartet haben, keine Rolle spielte. This explains this settler colonial paradigm, this settler colonial concept, also explains the connection between Hiram that was mentioned, the attacks on Gaza, the confiscation of land in the Galilee, and it really is what in Arabic the Palestinians call al-Nakba al-Mustamirra, the ongoing Nakba. Ja. Und dieses Konzept einer siedlerkolonialistischen Bewegung erklärt ja eben, was da alles passiert ist. Es erklärt die erwähnten Vertreibungen aus Dörfern in Negev, es erklärt die Vertreibung aus Galiläa, es erklärt diese ganzen Ereignisse, es erklärt das, was die Palästinenser die fortdauernde Nachbar nennen. Today, in 2018, if you want to maintain a settler colonial state, you have to impose methods and implement policies which are that have to be non-democratic, against basic human rights and civil rights, and constitute a regime of apartheid. Wenn man heute im Jahr 2018 ein solches Siedlerkolonialismus fortführen will, dann muss man Maßnahmen ergreifen und Einrichtungen einstellen, die gegen Menschenrechte und gegen Bürgerrechte verstoßen, die antidemokratisch sind.
Sorry, what was the last thing you said? You need to impose an apartheid. Ja, und man muss eben ein Apartheid-System einführen. It would be a Anders very, geht es nicht. yeah, it's a very unique apartheid system. It's not like the one you have in South Africa, but it is an apartheid system. And it is not surprising that since 2000, most of the Israeli Jews vote for political parties who say very honestly, this is the only way Israel can survive. Yeah, just, It's difficult. yeah. Sorry. No, that it matters because they will never return to power. Das ist eigentlich egal, denn sie werden nie wieder an die Macht kommen. When you have the right wing and diet right wing, you vote for the right wing, not for the diet right wing. Ja, also wenn es da einen echten rechten Flügel gibt und einen Pseudo-Ersatz-rechten Flügel, dann stimmt man für das Echte und nicht für den Ersatzrechte. So the question is, of course, what do we do with this recognition? And it's a good moment to look at the last year. Also die Frage stellt sich, was sollen wir aus dieser Erkenntnis folgern? Und es ist jetzt passender Augenblick, auf das vergangene Jahr zurückzublicken. The last year showed us that there is a gap, which is very disturbing, between the change in public opinion in the world in favor of the Palestinian people, on the one hand, and the deterioration of the reality on the ground in Palestine on the other. Was wir sehen, ist ja ein immer größerer Unterschied zwischen einer wachsenden Unterstützung der Palästinenser in der übrigen Welt und die Verschlimmerung der Zustände in Palästina da vor Ort. We know the reasons, I think, for the fact that successes in world public opinion are not affecting yet the reality on the ground. Ich glaube, wir kennen ja die Gründe, warum diese Erfolge in der öffentlichen Meinung in der ganzen Welt noch nicht einen Einfluss auf die Wirklichkeit vor Ort haben. There are three reasons. The first one is that the world public opinion in this case does not include the political elite and the mainstream media. Also es gibt da verschiedene Gründe. Erstens ist natürlich, dass diese öffentliche Meinung der Welt nicht die politischen Elite und die Mainstream-Medien in der restlichen Welt mit einschließt. Although there are positive signs that this may change, for example, the success of Jeremy Corbyn in Britain and the rise at the time of Bernie Sanders in the United States. Es gibt zwar einige Anzeichen, dass das sich zum Besseren wenden könnte, eben der Erfolg von Jeremy Corbyn in Großbritannien und der Aufstieg von Bernie Sanders in den Vereinigten Staaten. The second reason is that we don't have a unity in the Palestinian camp. Und der zweite Grund ist, dass es innerhalb des palästinensischen Lagers keine Einheit gibt. The institutions of the Palestinian movement, whether it is the PLO, the PA, or the Palestinian parties inside Israel, still believe in two-state solution. Also die etablierten Institutionen der palästinensischen Bewegung, ob es nun die PLO oder die palästinensische Behörde oder die palästinensischen Parteien innerhalb Israels, glauben immer noch an einer Zwei-Staaten-Lösung. And they have a good argument by saying that the international community, and they mean the politicians, not the society, support this idea and we should not give up this achievement. Ja.
Und Sie haben ja ein gutes Argument, das dafür spricht. Sie sagen ja, die internationale Gemeinschaft, damit meinen Sie natürlich nicht das Volk anderswo, sondern die politische Führung unterstützen diese Idee und wir sollten das deswegen nicht aufgeben. But this was a good argument 30 years ago. Also vor 30 Jahren war das ein treffendes Argument. Because it's very clear that this international support in the two-state solution gives Israel international legitimacy to continue the ethnic cleansing of Palestine. Denn es ist ja ganz offensichtlich, dass diese internationale Unterstützung für den Gedanken einer Zwei-Staaten-Lösung Israel die Legitimität sorgt, weiterhin mit ethnischen Säuberungen fortzuführen. But here also there are some positive developments. We have to remember that half of the Palestinian community, and I include in this the Palestinian refugees in the Arab world, half of them are below 18 or below, at least below 20 years old. It's a very young society. Es gibt aber auch da positive Entwicklungen. Man darf nicht vergessen, dass die palästinensische Bevölkerung, wobei ich dann auch die ganzen palästinensischen Flüchtlinge in den arabischen Ländern mit hinzuzähle, dass die im Durchschnitt, also diese Bevölkerung im Durchschnitt ist die Hälfte unter 18 oder mindestens unter 20 Jahre alt ist. Es ist also eine sehr jugendliche Bevölkerung. And we can see what these young people can do on the border of Gaza. Und was diese jungen Leute machen können, das sehen wir ja jetzt gerade an der Grenze zum Gazastreifen. I don't think that they are interested in the present political parties. I also think, and this is a bit unfortunate, that they're also not interested as yet in institutions and movements, which was the same problem with the Arab Spring in 2011. Ja, diese jungen Leute interessieren sich nicht für diese politischen Parteien, aber ich glaube auch, was bedauerlich ist, dass sie sich auch nicht für politische Bewegungen und Institutionen interessieren, was ja auch das Problem des sogenannten arabischen Frühlings war. Yeah, they live in the internet, as you know. And the internet, on the one hand, allows them a united Palestinian conversation that was impossible before the internet. But on the other hand, it also does not encourage them to do practical, effective political activity. Ja, sie leben, wie wir wissen, ja alle im Internet. Das hat natürlich den Vorteil, dass es ermöglicht, eine einheitliche palästinensische Debatte und Diskussion zu führen, was vorher nicht möglich war. Aber leider auch das Internet wird Ihnen nicht beigebracht, wie Sie da praktische und wirksame politische Arbeit machen können. But this will happen, I'm sure it will, and it's very clear that this is, wherever they are, these young Palestinians believe in a one-state solution, one democratic state, understand that we should not talk about peace, but we should talk about decolonization, that we should not be afraid to tell the world that the problem is Zionist ideology. They're using the right language. They have an incredible vision for the future. We just have to make sure that this is not going to be lost in the dark matter of the cyberspace, but would be translated into a popular Palestinian movement that will bring an end to the al-Nakba al-Mustamira, the ongoing Nakba. Ja,
Sie haben da schon durchaus dann auch, entschuldigen Sie. Who doesn't understand English? They all understand English. It's okay. It's exhausting, I know. It's very exhausting. I really appreciate it. I'm going to finish in any way. I'm going to finish. The third point, and this maybe you can help me with this. The third point is, and you know it, it's the situation in Syria, in Iraq, in the Arab world. It's very difficult to attract attention to Palestine with these horrible things happening in the Arab world. Und das dritte Problem ist ja, dass mit den ganz entsetzlich vielen Sachen, die in Syrien und Irak und anderswo in der arabischen Welt passieren, dass es sehr schwierig ist, Aufmerksamkeit auf Palästina zu lenken. And here we have, in Germany and other places, we have a big job to explain to people the connection between what goes on in the Arab world and what goes on in Palestine. And what is the connection of dealing with problems of human rights and civil rights in the Arab world and the fact that the world ignored the violation of human rights and civil rights in Palestine for 100 years. There is a connection. Es steht uns vor einer großen Aufgabe hier in Deutschland und anderswo, den Menschen zu erklären, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was da jetzt in der arabischen Welt passiert und das Problem dann mit der Menschenrechte, der Bürgerrechte, dass das auch damit zusammenhängt, dass die Welt seit 100 Jahren das Problem der Menschenrechte und Bürgerrechte in Palästina ignoriert hat. And finally, I think here in Germany we should, and I know many of you do, but we need more people who should speak in a very clear voice. Ja, und zum Schluss möchte ich sagen, hier in Deutschland sollte man mit einer sehr deutlichen Sprache sprechen. Ich weiß, dass viele von Ihnen das schon machen, aber wir brauchen dann noch mehr Leute, die das tun. Israel is what we used to call in political science a Herrenvolk democracy. Ja, Israel ist das, was wir früher in der politischen Wissenschaft als Herrenvolkdemokratie bezeichnet hat. And if we will not find a way of changing the Israeli position, if we will not find a way of convincing the Israelis that they have to give up the privileges that they have, that they will have to correct the past evils, if we will not find an effective way of doing it, we should warn the Israelis that someone will come one day and would say, I don't want to persuade them, I just want to defeat them. Ja. Wir müssen dann auch den Israelis klar machen, dass wenn sie nicht bereit sind, ihr diese Privilegien aufzugeben und das Unrecht, das sie früher getan haben, wieder gut zu machen und das alles zu ändern, dass dann eines Tages jemand kommen wird, der nicht sagt, es juckt mich gar nicht, diese Israelis zu überzeugen, ich will sie nur bekämpfen und schlagen. And they will be defeated if they will continue like this. But we don't want bloodshed instead of bloodshed. We want peace, we want reconciliation, we want justice. So whenever the Israeli ambassador will tell you, don't invite this person because he does not believe in Israel's rights to exist,
telling this person actually believes in the right of every person to exist, including the Palestinians. Ja, ich will nur kurz ergänzen oder etwas sagen zu dem, was Ilan vorhin gesagt hat, dass die Israelis nicht wissen, wie man die Palästinenser loswerden soll. Da muss ich etwas erzählen, was ich selber erlebt habe, und das wird vielleicht für alle verständlich sein. Vor 50 Jahren war ich in der israelischen Armee. Ich war damals 23 Jahre alt, also ich war älter als meine Vorgesetzten in der Armee. Und wir sind eines Nachts aufgeweckt worden, mussten uns anziehen und sind 20 oder 30 Kilometer in ein arabisches Dorf gefahren worden und haben den Befehl bekommen, alle Bewohner des Dorfes, Kinder, Säuglinge, alte Frauen, Männer, aus den Häusern rauszutreiben und sie auf den Platz aufzustellen. Das war, ich wusste ja nicht, wohin wir fahren, aber ich denke, es war irgendwo östlich von Jerusalem. Und wer das Land kennt, weiß, dass es da tagsüber sehr, sehr heiß ist, aber dafür nachts sehr, sehr kalt. Und die Leute standen da und haben gefroren, und wir als Soldaten haben eigentlich auch gefroren. Und als die Sonne gerade aufging, kam unser Vorgesetzter und hat gesagt, okay, auf die Autos, auf die Lastwagen, wir fahren weg. Und hat es noch nicht einmal für nötig befunden, das auch den Palästinensern zu sagen, dass sie jetzt in die Häuser gehen können. Also da hat sie einfach quasi als Ware, oder ich weiß nicht was, überhaupt nicht beachtet. Als wir dann im Camp waren, bin ich zu diesem jungen Mann, der war 2 oder 3 Jahre jünger als ich, 21 oder 20, und haben gefragt, sag mal, was war das gerade? Warum haben wir das gemacht? Ich meine, ist da was passiert oder warum haben wir das gemacht? Und die Antwort, die ist so eingraviert in meinem Gehirn, als ob es gerade eben passiert ist. Der hat mir Folgendes gesagt: Wir haben das gemacht, um ihnen das Leben bitter zu machen. Das Leben bitter zu machen. Das Leben bitter zu machen ist ein Satz aus der Pessach-Liturgie, mit dem erinnert wird, dass die Ägypter uns Juden das Leben bitter gemacht haben. Und jetzt wollen wir ihnen das Leben bitter machen, dann werden sie früher oder später weggehen. Und genau das glauben die. Die glauben, es wird ein Wunder passieren, sie werden eines Morgens aufstehen und es gibt keine Palästinenser. Wir müssen ihnen nur das Leben bitter machen, Tag für Tag das Leben bitter machen. Man sagt, die Juden sind ein kluges Volk, aber ich sehe das nicht, weil das ist heute noch so. Ich rede von etwas, was ich selber erlebt habe vor 50 Jahren, und heute erleben das andere. Ja, lieber Abi, heute knallt man sie ab. Seien wir mal ganz profan. Ich meine, es gibt mittlerweile ungefähr 170, 180 Tote seit dem 30. März, weit über 13.000 Verletzte. Hunderte Leute werden nie wieder laufen können und so weiter. Ich möchte wissen von dir, warum schweigt die Welt dazu? Wenn das Russland, der andere Schurkenstaat, Iran machen würde, auf unbewaffnete Demonstranten und Demonstrantinnen zu schießen, wir wären vielleicht nicht gleich einmarschiert, aber wir hätten diese Länder mit unglaublichen Sanktionen, Bestrafungen und dergleichen bestraft. Bei Israel nichts. Kein Aufschrei, ein bisschen verbale Kritik, ein bisschen zu viel Gewalt muss man in Proportion setzen und alle diese dämlichen und schrecklichen Appelle. Das möchte ich wissen, ob du mir dazu stimmst. Ich habe mich auch gefragt, was ist das? Ich weiß natürlich, dass der ganze Westen, wir inklusive, die deutsche Regierung, unglaublich Repressionstechnologie aus Israel importieren. Gestern hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass wir jetzt die Drohnen auch kriegen, die auch bewaffnet werden können. Wozu sind Drohnen da? Zur Aufstandsbekämpfung. Warum machen deutsche Polizisten, werden trainiert im Tunnelkampf?
Ja, brauchen wir nicht eigentlich. Also das machen unsere Soldaten nicht in Afghanistan. Und warum schreit die Welt nicht auf? Weil wir Israel brauchen. Es ist das Laboratorium für die Entwicklung neuer Waffen, die unsere Regierungen nehmen. Und deswegen halten sie alle still. Und wenn wir das weiter so betreiben, sind wir absolut nicht schuldig. Und wenn wir dazu schweigen, sind wir Komplizen. That's all I want to say, that the world is changing. Tomorrow, the Presbyterian Church, the General Assembly of the Presbyterian Church in America is meeting in St. Louis, and they are adopting 4 resolutions, and they are going to pass them. I will not read all of them, just the ones which are important. So the Presbyterian Church is a very important church in America, very powerful. And they're going to vote, they're going to affirm the right to boycott by opposing federal and state anti-BDS legislation. So they're going to support officially for the first time the BDS campaign. They are going to support equality for all citizens of Israel, including Palestinian citizens of Israel. And they are going to call on the World Council of Churches to recognize Israel as an apartheid state. Wow. This is an amazing step for the Presbyterian Church, as I say. So we can't say that the world is silent. The world is moving, but slowly, too slowly in many ways. Now, for the question of the one state, first of all, since we have Abi Meltzer here, I wrote a book in German called Was ist los mit Israel? I don't know if you brought some copies. There are some copies. I think, I don't want to publish my book, but I think it's a very good beginning to give people the book to understand. But I think you have a good point. And the point is that you cannot do it in 2 minutes. This is the problem. You need to ask the person who asks you. You have to ask them, do you have time? Because I cannot in 2 sentences explain to you. I have to go back to history to explain to you. I have to explain to you why for 50 years the peace process was a joke. I have to explain to you why the 2-state solution was not the right solution. I have to explain to you that I care about all the Palestinians and the whole of Palestine, not just a little bit of Palestine, not just few of the Palestinians. And you cannot do it in one answer. I once a year I go to something that is called Masirat al-Nakba. We have a march in historical Palestine to destroyed villages. We always choose one destroyed village, and last year we had 50,000 people, and we walked to a destroyed village. And we do it on the day that Israel celebrates its Day of Independence. So Israelis, in the Day of Independence, they have picnics. And they have picnics in forests. And the forests are planned on the ruins of Palestinian villages. So we insist of going to these forests. And when people already recognize me, so when we leave, we come to a crossroad with lights. How do you say lights? Traffic light. Ampel. And always someone stops the car and opens the window. They all have air conditions. Settlers need air conditioning. So they open the window and they say, why are you helping these enemies of the state of Israel? And I always say the same thing. I say, do you have time? If you have time, I won't do anything. Coffee is on me, but I need an hour and a half of your time. And then I can answer you genuinely, honestly, why am I joining Masirat al-Nakba, the March of Freedom? Of course, they always close the window, they go away. They don't want to listen. But there is no, you're absolutely right.
this is our problem with the media. We need time to explain. The best we can do is a book like, which is not a long book. We worked on it, and we said we need to do a short book, because people will not read a long book. But this is the shortest version you can have. I mean, anything shorter, and people would not understand. You have to remember, for 70 years in this country, for 70 years, the media and the politicians and the universities told lies about Palestine. They told lies. This was historians, German political scientists, German journalists, German politicians told lies. They lied about Palestine. Yeah. For 70 years. So you cannot, in 1-2 sentences, come to someone and say, you know, it's all a lie. Trump can do it. You are not Americans, you are Germans. You can do it with Americans. You can say Americans, you can give them 2 sentences and they go home happily and say, oh, now we know what is good. But you are Europeans, you are serious people. You should know that you are being lied to. You are being intimidated. You are being fabricated. And I think you're right. It's a very good question. And I think our mistake was, for many years, that we said we'd go to this television debate and we'll say, no, one state is the right solution, democracy. And it didn't work. It didn't work because you cannot do it in 1 sentence. How do you explain that this is all built on lies? And I think we need to do it. We don't even have a good book that explains the connection between the recognition of West Germany in 1949 and the colonization of Palestine. Nobody dares to write. I wrote a chapter of this in the book. How Adenauer and Ben-Gurion made the worst deal in human history, to my mind. The deal was, Israel would say there is a new Germany, neue Deutschland, not the neue Deutschland, this one, new Germany, and in return, the Western world would not care what Israel does in Palestine. That was the deal. This was a terrible deal, because it explains Islamophobia today. It explains why anti-Semitism is still prevalent in Germany. Still is. Because of that deal, not because of Muslims or because of anti-Israeli position. It's because Germany and Europe did not deal with anti-Semitism. They say, we support Zionism, and therefore we solved anti-Semitism. Look at anti-Deutsch. These stupid, really stupid people who really think that by supporting Israel, you deal with the past, with the Nazi past. They are an offense. They offend the intelligence of people when they do such links. Yes, the question of religion is very important, and you're right, you cannot do it in 2 minutes, but I would just point out a few things that I think are important. One is to take out of the narrative the story that what we have in Palestine is a religious conflict. We don't have a religious conflict in Palestine. This is a conflict between settlers and natives, not between Muslims and Jews. Some of the settlers are Arabs. In fact, half of the settlers are Arabs. And some of the natives are Jews. So it's not a religious conflict. The second point is that religion is playing now an important role. We cannot deny it, both on the Jewish side and on the Palestinian side. And the reason, like in the rest of the Arab world, is that the secular ideologies of the left, both in Palestine and outside of Palestine, and for the Jewish community as well in Israel, did not deliver what it promised to deliver. No social justice, no peace, no reconciliation. So people are trying the alternative. But I also think that we have to be a little bit historians in our perception.
What you see today is not necessarily what you will see tomorrow. I can give you an example from the Islamic movement inside Israel, from the Jewish communities, the religious Jewish communities inside Israel. They have an ideological crisis. They really have an ideological crisis. They also understand that their way did not deliver anything either. So they are now entering the same stage that the left, the secular left, entered in the 1970s. And one of the things we are trying to work on, and it's very interesting how humanity can adapt itself if you have the right people and the right energy. The democratic state movement was always called the secular democratic state movement. Even when it appeared for the first time in the PLO charter, it was, the PLO is fighting for a secular democratic state. Now we have a Mubadara, an initiative for one state in Israel and Palestine. And we want to include the young people of the Islamic movement. We want to include people of the Hamas. We don't want to exclude them. And they said, we like the idea. We like the idea of the one state. But we think that you use the word secular against us. Ilmani, against us. And we say, no, we don't. What we do is we want to talk to you about it. And we change the whole discourse. We change the discourse. We started talking to them. At the beginning, Atiyah knows the history of this. Our friends from the PFLP, the left-wing front, said, don't give up on this. You have to insist on a secular democratic state. And I always said, you're talking as if tomorrow we are composing the government of the one state, and this is the only thing that is left, right? We have to decide, we already won, we defeated Zionism, we united the Palestinian people, and now we have to decide whether we have a secular or a religious state. We're not there yet. And actually, we live in the Middle East. And we live in the, actually I don't like the word Middle East. The Middle East is colonialist. Middle of what, east of what. Do you know anyone in the Middle East who calls himself a Middle Eastern? Nobody does. They say, I'm Sharq Awsati. I'm a Sharq Awsati. Nobody says it. It's the Arab world, not the Middle East. This is the kind of nach Osten. It's even worse than the Middle East. It's the Near East. It's near to us, but it's east of us. Anyway, I'm diverging. We live in the Arab world. And one of the main things we have to convince the Jewish community in Israel is that we are part of the Arab world. We're not Eurovision. Even if we win the Eurovision, we are not part of the Eurovision. We are part of the Arab world, and we are not representing the civilized Europe in the Arab world, and we are not, in the words of the former Israeli Prime Minister Ehud Barak, who was a horrible man, who says, Israel is the villa in the jungle. Israel is not a villa, and the Arab world is not a jungle. The Arab world is a place where a lot of beautiful things happen, and a lot of beautiful things still are going to happen. Yes, it is in a very bad shape today. Nobody denies it. But the solution for the Arab world are not secular states. North Korea is a secular state. The secular states are not the solution. And we have to negotiate whether it's a multicultural state, whether it's a civic state. We are working with religious people. We're working, and I think what we see is that we all want to bring back the individual into the story, to respect the individual. So we are preparing now a program, and when you will see this program, you will see that everybody is signing to it. You will be surprised what people sign to on both sides. So I think religion is going back to be religion, because when religion becomes politics, very, very bad things happen. And when politics become religion, I mean, it's bad enough when a religious person becomes a politician, but when a politician becomes a religious person, we are lost.
You know, we have a lot of very good people working for Palestine in Germany. But we are all artifacts. We are all very old. And we are not... we are old. We are exhausted. These people have worked for many, many years, since the 1980s, in organizing meetings like this, in keeping up committees. They were faced with a lot of pressure, hate, defamation, and I think it's time to begin to replace them. We need continuity. You don't have to invent the wheel. The organizations are there. The Committee for Palestine in Stuttgart is here. The Committee for Palestine in Munich is there. There are organizations. I think that we need more young people to be involved in the organizations and to learn from the previous generation and to be ready to face a very tough challenge, because you will, it's a different, if you as an individual person come and meet someone and say to him, don't you know what's happening in Palestine, we should support the Palestinians, and when you come as a representative of a body, of an organization, you will be much more attacked as a member of a committee. So we have to understand this. But this is the best way forward. And I think that young energies are necessary for moving us forward. Really, we still need to be in the picture. But I'm listening more and more to young Palestinians and young Israelis. And they have a bit of a different way of explaining the things than I do. They have a different agenda. They live in a different world a little bit. And we need this world to be connected to Palestine, to the struggle for Palestine. There is a Scottish pop, what do you call it, music band called the Young Fathers. The Young Fathers is a very popular pop band in Scotland. And they support the BDS. And they were, because of that, a very important music festival in Germany cancelled their performance. Because they said openly that they support Palestine and the BDS. This is something that, as a young German, you should be angry about. That people cannot hear pop music because people support Palestine. So I think that you cannot do much as an individual, but you can be part of a network and suggest how to grow the network, how to expand the network. Because people would like to hear new ideas. Maybe we are, those of us who have been in it for so many years, maybe we don't think enough out of the box. Maybe you can help us to think out of the box. Because I feel that this year, I don't remember such a support for Palestine as there is now in the world. And this is despite what's happening in Syria and Iraq and Yemen. Despite, I can imagine what would have happened to this support if we didn't have the horrible things that are happening elsewhere. Palestine, churches, organizations, but we need to use this moment. We need to seize this moment. And probably with injection of young blood, of young volunteers who will join us, we can get very far. We are trying to do the same now in Palestine. Sometimes it's hard for people who were in the business for so many years to listen to younger people and to bring them in, but we need to reinvigorate, to make it again also a young movement, not just a movement of old fighters and veterans. The 21st century is different from the 1950s. You cannot use the language of the 1950s and the 1960s to change realities in the 21st century. The Kalashnikov and Che Guevara were fantastic for the 50s and the 60s. They are irrelevant
in the 21st century. We don't need a Kalashnikov, we need a keyboard. We all should have training in keyboards. And with keyboards, we'll get much further than with missiles or Kalashnikovs. And if you look at the amount of money that Israel invests in order to silence keyboards, it becomes now much higher than the amount of money that they invest in stopping Qassam missiles or what they call terrorist activity. Most of the Israeli money is now going to try and prevent meetings like this. So we must be doing something right. But we need more people to be part of this network. Don't work alone. Don't work alone. There was a poster in the 1960s in Berkeley, I remember. There was a poster where you saw little fish trying to fight a shark. And the shark kept eating them. And the next poster was all the little fish were united in one big fish, and the shark ran away. The shark is Zionist. I think they can win in this struggle. They cannot hide the truth. They cannot continue to say that people don't know. People visit Palestine, they see with their own eyes. People write books, they write articles, also in German. We need to convince, this is our big struggle in Germany now, is to convince the university departments of history and of political science to teach Palestine as part of the history of colonialism, as part of the history of ethnic cleansing, and not as part of the history of peace and conflict. If they are real academics, they should do real academic work. We are beginning to change the way they teach Palestine in Britain, in Norway, in Denmark, in some American universities. We have an important task in the academia to make sure that when I say that there was an ethnic cleansing in Palestine in 1948, this is not a political statement. This is the outcome of a proper academic research. This is something that we have not been able yet to do. They should treat the Palestinians and the history of Palestine as a legitimate subject for academic inquiry. This is why I founded the first ever European Center for Palestine Studies. We have 30 to 50 PhD students working on Palestine, and they are writing about the one-state solution, the right of return, the Israeli policies, and they do it in one of the most respected and important universities in the world. Because they are good academics, first and foremost, but they're also committed human beings. And academics don't always like to be committed human beings, but we have to ask them to be committed human beings as well, and to prove to us that they are also have a moral backbone and not just a career. Thank you. Es ist Zeit, Schluss zu machen. Ich möchte ganz herzlich danken Ilan Pappé. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist sein inklusiver Blick, der Menschen einbeziehen will, der eine Zukunft für alle will. Ich möchte ganz herzlich danken Tim Slaughter für die Übersetzung. Es war nicht einfach. Ich möchte ganz herzlich danken allen, die mit beigetragen haben, dass diese Veranstaltung hier stattfindet, dem Palästina-Komitee. Und ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, es ist klasse und danke für Ihr Kommen und einen schönen Abend.